So wie du aktuell arbeitest, bist du zu einem guten Teil einfach ein Einzelkämpfer. Wenn du bei Zeiss bist, dann bist du Teil wirklich eines Teams. Du vervielfältigst das, was du tust. Du stiftest wirklich Nutzen für die Menschen in deinem Umfeld. Noch mal viel stärker, als du das an dem Institut, an dem du jetzt einfach gerade bist, machen kannst. Und außerdem beeinflusst du damit ein kleines bisschen wenigstens den Lauf der Welt. Ganz anders, als du es jetzt tust, wo du ein Paper nach dem anderen schreibst, schöne Konferenzen besuchst. Du ermöglichst es, dass in Zukunft Menschen mit besseren, kräftigeren Geräten arbeiten können als bis dato und damit auch wiederum mehr Nutzen stiften. Das heißt, der Nutzen für die Welt ist um ein Vielfaches größer, wenn du bei Zeiss bist, als wenn du an deinem Institut bleibst. 2 Vorurteile. Ich dachte, Mensch, als Industriephysiker, du sitzt da irgendwie rum, du füllst Tabellen aus, du wirst von deinem Chef angeschnauzt und an und für sich, komm, die Leute sind doch gar nicht glücklich, die schaffen doch eigentlich nichts. Das heißt, du arbeitest an langweiligen Fragestellungen auf einer langweiligen Position, vergiss es. Und dann noch ein Oberkochen. Ehrlicherweise war meine Meinung wirklich jetzt nicht besonders positiv damals. Also als ich mit Zeiss angefangen habe, habe ich das aus wissenschaftlichem Interesse getan. Nicht, weil ich irgendwie besonders begeistert von Zeiss war. Diese Begeisterung kam einfach aus der Arbeit heraus. Dort habe ich dann einfach gelernt, oh Gott, was die da machen, das ist ja absolut mega geil, wie du es ausdrücken würdest jetzt gerade. Das ist wirklich derartig abgefahren, das habe ich ja noch niemals gesehen. Und gleichzeitig, hatte ich das ganz klare Gefühl, die können dich wirklich brauchen. Die brauchen das Wissen, was ich habe. Und dieses Gefühl, gebraucht zu werden, wirklich Nutzen zu stiften und an einer absolut interessanten, herausfordernden Aufgabe zu arbeiten, das war dann wirklich Grund genug. Ich wusste nicht, wie faszinierend das ist, in diesem Gebiet zu arbeiten. Und was ich auch nicht wusste, ist, wie toll das ist, in so einem Team zu arbeiten. Wirklich diese zahlreichen verschiedenen Charaktere, die ich leider so ungeeignet bin, dann einfach darzustellen. Aber die sind ja da. Wir haben ja wirklich alles, von himmelhoch jauchzend bis zu Tode betrübt. Wir haben den absoluten Optimisten bis zum Pessimisten. Wir haben die Rampensau bis zum Autisten. Es ist wirklich einfach eine immense Bandbreite und alle stiften sie Nutzen. Alle werden sie wegen ihrer Besonderheiten, auch wegen ihrer persönlichen Besonderheiten in diesem Unternehmen gebraucht. Und ja, es macht einfach Spaß, verdammt.